Na also, es geht doch. Hallo meine Freunde. Hola Madridistas. Nach den grausamen Leistungen in den letzten Wochen zeigt Real Madrid gestern die erhoffte Reaktion und gewinnt absolut souverän und hochverdient mit 3:0 bei Athletic Bilbao. Und ich muss ganz ehrlich sein, ich hatte damit nicht gerechnet. Diese Mannschaft hat mich überrascht. Und das Ganze durch eine sehr seriöse, sehr starke, kollektive Mannschaftsleistung. Und auch wenn ich zufrieden war mit der gesamten Mannschaft, gibt es einen Spieler, den ich doch speziell erwähnen muss. Kylian Mbappé. Der Anführer dieser Mannschaft in der Saison seines Lebens, in der Form seines Lebens, ist er sogar kurz davor, einen Rekord zu brechen von Cristiano Ronaldo. Was war das denn? Ich musste mir gestern die Augen reiben. Muss man wirklich vorher immer so sauer werden, bis die Mannschaft endlich aufwacht, bis die Mannschaft reagiert? Ja, was ist passiert? Real Madrid für Xabi Alonso, er hat gesagt, die beste Leistung der Saison, gewinnt auswärts bei Athletic Bilbao. Ja, souverän. Ohne Frage, ohne Zweifel, hochverdient mit 3:0. Das bedeutet in der Tabelle, Real Madrid springt bis auf einen Punkt an den FC Barcelona ran und man hat schon einen kleinen Vorsprung wieder auf Atletico Madrid, die ja ihr Auswärtsspiel bei den Katalanen verloren haben. Ja, und bevor wir uns über die Einzelheiten des Spiels unterhalten wir uns über die Aufstellung, die ein Xabi Alonso gewählt hat. Und ich muss sagen, ein bisschen verkehrte Welt. In den letzten Wochen war ich mit den Aufstellungen von Xabi Alonso immer relativ zufrieden, aber mit den Leistungen überhaupt nicht. Und gestern genau andersrum. Ich war mit der Aufstellung nicht zufrieden, aber mit der Leistung umso mehr. Weiß Gott, vielleicht weiß Xabi Alonso einfach mehr von Fußball als ich. Warum hat mich die Aufstellung ein bisschen gestört? Vor dem Anstoß ging ich davon aus, dieser Mannschaft fehlt Fußball. Die einzigen Spieler, die für einen kreativen Spielaufbau im Kader sind, Arda Güler und Dani Ceballos, waren beide auf der Bank und ich ging davon aus, dieser Mannschaft wird Fußball fehlen. Aber Xabi Alonso und die Mannschaft haben das anders gelöst. Die haben sich viel schneller vom Ball getrennt, haben viel vertikaler gespielt, viel mehr die Räume ausgenutzt, die ein Athletic Bilbao natürlich auch angeboten hat. Es ist auch was anderes. Ich möchte den Sieg von Real Madrid keineswegs schmälern. Im Gegenteil, ich werde heute sehr viele gute Worte über die Spieler, über Xabi Alonso verlieren. Aber es ist natürlich auch was anderes, ob du gegen eine Mannschaft spielst, die mitspielen möchte, die dir dadurch natürlich auch Räume anbietet, als eine Mannschaft, die mit 11 Mann im eigenen 16er steht, wo hinter der letzten Abwehrreihe der Torwart schon auf dich wartet und kein Raum ist, um deine Stärken auszuspielen. Und wenn ein Kylian Mbappé, wenn ein Vini Junior Räume haben, sind sie unaufhaltsam, haben sie gestern wieder in Bilbao bewiesen. Aber trotz alledem hat das damit auch zu tun, dass Real Madrid gestern von der ersten Minute den Kampf angenommen hat. Real Madrid, und das ist die Statistik, die mich von allen am meisten überzeugt hat, hatte gestern eine Zweikampfquote von über 63%. Auswärts bei Athletic Bilbao. Das ist unmöglich. Aber Real Madrid hat gestern das Unmögliche möglich gemacht. Und wie gesagt, es war all das, was wir von Real Madrid sehen wollten. Intensität, Bewegung, schnelle Ballstaffetten, Automatismen, Laufwege. Derjenige, der den Ball hatte, war nicht wie in den letzten Wochen die ärmste Sau, weil er gucken konnte, was mache ich jetzt mit diesem Ball. Nein, der hatte gestern Anspielstationen, weil die anderen um ihn herum sich bewegt haben. Das passiert nun mal, wenn eine Mannschaft wie Real Madrid, die deutlich mehr Qualität hat als ihre Gegner in der spanischen Liga, die gleichen Intensität zeigen, den gleichen Kampfgeist, den gleichen Willen, dann passieren so Spiele wie gestern Abend. Natürlich kannst du so ein Spiel auch irgendwann mal verlieren, aber in der Regel, wenn du genauso viel Bock in die Zweikämpfe, in die zweiten Bälle, in die Luftduelle, in die alles steckst, in der Regel gehst du als Real Madrid dann als Gewinner vom Platz.
Und versteht mich nicht falsch. Vor 2-3 Wochen waren wir nicht die schlechteste Mannschaft der Welt und jetzt sind wir nicht die beste Mannschaft der Welt. Ich lasse mich von dieser Mannschaft so schnell noch nicht verarschen, denn das letzte Mal, als ich davon geredet habe, dass wir fast auf dem Niveau von den Bayern waren, kamen die Wochen des Horrors. Also, das Wichtigste, was es jetzt für Real Madrid gilt zu halten, ist Konstanz. Konstanz ist das Wichtigste und diesen Fußball, den wir gestern gesehen haben, möchte ich ab jetzt bis zum Ende der Saison sehen. Zumindest den Einsatzwillen der Jungs, zumindest die Bewegung, ja, zumindest, dass die das tun, wofür sie auch gut bezahlt werden von Real Madrid. Ja, wie ist das Spiel abgegangen? Die Ausstellung übrigens, reden wir mal darüber, welche Carlo Ancelotti, welche Xabi Alonso gewählt hat. Im Tor Thibaut Courtois, rechter Verteidiger Trent Alexander-Arnold, Militao und Rüdiger in der Innenverteidigung, links ein Álvaro Carreras. Er hat gestern ein 4er Mittelfeld gewählt, 2 Sechser, ein Aurélien Tchouaméni und ein Eduardo Camavinga, links Bellingham, rechts Fede Valverde und vorne im Doppelsturm ein Kylian Mbappé und ein Vini Junior. Ja, und das Spiel ging so los, wie wir es uns alle gewünscht, aber glaube ich nicht geglaubt haben. Real Madrid von Anfang an gut im Spiel involviert, hatte das Spiel im Griff, schnelle Ballstaffetten, jeder Spieler hatte den Ball 1-2 Kontakte am Fuß, hat dann weitergegeben, Athletic Bilbao hat teilweise Schatten verfolgt. Ja, und Real Madrid hat dann auch relativ früh das erste Tor gemacht und das erste Tor ist der absolute Wahnsinn. Ein traumhafter Seitenwechsel von Trent Alexander-Arnold. Eine der schlechten Nachrichten, da komme ich gleich zu. Aber ein traumhafter Pass. Kylian Mbappé mit dem ersten Touch lässt er schon den ersten Gegenspieler hinter sich, startet in die Mitte. Ein Vini Junior macht einen wichtigen Laufweg. Das darf man beim Fußball nicht vergessen. Es ist simpel, aber dadurch, dass Vini die dreckigen Meter macht, die wehtun, dadurch, dass der links sich anbietet, kann der Verteidiger nicht zu 100% in den Zweikampf bei Mbappé. Er muss immer noch Vini ein bisschen abdecken. Kylian Mbappé nutzt diesen Raum aus, zieht in die Mitte und schießt den Ball ins lange Eck. Dieses Tor, was ein Kylian Mbappé dir schießt, schießen dir vielleicht 3 Spieler auf diesem Planeten. Das war absolute Weltklasse. Und Real Madrid hat nach diesem 1:0 weitergemacht, als wenn es immer noch 0:0 stehen würde. Real Madrid hat einfach weitergespielt, die gleiche Intensität, hat sich nicht fallen lassen. 2, 3 individuelle Fehler in der Abwehr, das muss erwähnt werden. Einmal Tchouaméni, einmal Valverde, ermöglichen Bilbao riesen Torchancen. Und Thibaut Courtois, meine Güte. Ich habe mich mal gefragt, eigentlich ist es unfair, dass die Stürmer weitaus mehr Geld verdienen als Torhüter. Denn die Parade, die Thibaut Courtois gestern gemacht hat, ist genauso wertvoll wie ein Tor. Also Thibaut Courtois, die Wahnsinnsparade und wenn ich der Berater von Thibaut Courtois wäre, würde ich heute wahrscheinlich bei Florentino Perez anklopfen und sagen, hör mal, der holt uns genauso viele Punkte wie ein Mbappé, ich möchte, dass er genauso viel verdient, aber ich möchte den jetzt hier nicht auf falsche Ideen bringen. Ja, tolle Paraden von Thibaut Courtois, trotz alledem bin ich der Meinung, selbst wenn Athletic Bilbao das Tor gemacht hätte, hätte Real Madrid trotzdem sich die 3 Punkte geholt, weil sie in allen Belangen überlegen waren. Ja, Real Madrid, wie dem auch sei, macht weiter. Und das 2:0 war eine Ode an den Fußball, war ein Kunstwerk. Das war das schönste kollektive Real Madrid-Tor seit Jahren. Es hat mich ein bisschen an das Tor erinnert und jetzt sind die Experten von euch gefragt. Das Tor, was Real Madrid gegen Valencia, wenn ich mich nicht täusche, gemacht hat, als Ruud van Nistelrooy den Ball Volley aus dem 16er nimmt nach einer Flanke. Der Verteidiger hieß, glaube ich, Torres. Aber ich bin gespannt, wer sich an dieses Tor erinnern kann, wo die ganze Mannschaft involviert war, One-Touch etc. Ja, das Tor war Wahnsinn. Und irgendwann hat Real Madrid den Ball so hin und her gespielt, dass sie es geschafft haben, einen Trent Alexander-Arnold an der rechten Strafraumgrenze freizuspielen. Und wenn der flanken darf, ist das wie wenn ich den Ball mit der Hand da hinlegen darf, wo ich den gerne hätte. Nämlich genau auf den Kopf von Kylian Mbappé. Der legt den nochmal quer und ein Eduardo Camavinga belohnt sich für sein wunderbares Spiel von gestern mit dem 2:0. Tolles, kollektives Mannschaftstor. Das Tor habe ich mir mindestens schon 20 Mal angeschaut. Ja, das ist der Fußball, den ich mir unter Xabi Alonso wünsche. Ja, und selbst nach dem 2:0 hat Madrid nichts anbrennen lassen. Real Madrid hat weiter Gas gegeben.
In der Kabine kam Madrid raus, hat weiter Vollgas gegeben und das 3:0. Da hat sich ein Kylian Mbappé mal eben in einen Cristiano Ronaldo verwandelt. Dieses Tor unterschreibt dir auch ein Cristiano Ronaldo Prime. Aus dem Nichts, ein trockener Schuss links unten in die Ecke. Wieder nach einem schönen Pass von Eduardo Camavinga. Ja, er macht den Deckel drauf. Und es war wunderbar. Tolles Spiel. Wir Madridistas hatten endlich wieder Grund genug, um glücklich zu sein, um diese Mannschaft zu feiern. Dann muss man ehrlich sein, ab der 60., 65. Minute ist Real Madrid komplett vom Gas gegangen. Es ist normal, in 3 Tagen haben wir endlich wieder ein Heimspiel im Santiago Bernabéu gegen Celta Vigo. Die Jungs haben sich geschont. Ja, aber ich muss sagen, der Fußball, den Xabi Alonso geplant hat, der ist genau so gekommen. Er wollte sich physisch gegen Athletic Bilbao durchsetzen. Er wollte den Ball nicht so lange halten, sondern vertikal spielen. Das hat Real Madrid gemacht. Wir haben die Duelle gewonnen. Wir sind gelaufen. Wir haben Laufwege angeboten. Wir haben die Laufwege genutzt. Wir haben unsere Torchancen genutzt, obwohl Vini Junior noch zweimal alleine vom Tor stand. Also das 3:0 hätte auch deutlicher ausgehen können. Ein rundum gelungenes Spiel. Der Plan vom Trainer hat funktioniert. Und man muss auch sagen, es gab viel Kritik an die Spieler, viel Kritik an Xabi Alonso. Aber ich muss auch sagen, die Jungs haben gestern das Konzept ihres Trainers umgesetzt. Und das ist doch alles, was wir Madridistas sehen wollen. Und ich muss sogar in Xabi Alonso ein kleines Kompliment machen. Er hat endlich mal wieder alle 5 Wechsel ausgenutzt. Teilweise aus sehr schlechten Gründen, denn kommen wir jetzt mal zu den einzigen schlechten Nachrichten von gestern. Ein Trent Alexander-Arnold macht das Spiel seines Lebens bei Real Madrid oder das beste Spiel bei Real Madrid, seit er bei Real Madrid ist, und verletzt sich. Und das Ganze sieht nicht gut aus. Ein Sportmediziner, der eigentlich relativ bekannt ist in Spanien, hat sich an eine Ferndiagnose gewarnt. Also ganz klar, ein Trent Alexander-Arnold und ein Eduardo Camavinga, zu dem kommen wir im Anschluss, werden heute durch die medizinische Abteilung von Real Madrid gecheckt. Und sobald ich da was erfahre, seid ihr die Ersten, die die Info von mir bekommen. Aber er hat geschrieben, Verletzung von Trent Alexander-Arnold. Der Spieler von Real Madrid verletzte sich heute in San Mamés am linken Adduktorenmuskel und bat um seine Auswechslung. Ein offizieller medizinischer Bericht liegt noch nicht vor. Aber alles deutet auf eine mittelschwere Zerrung oder einen Riss hin. Das wären 4 bis 6 Wochen. Also, natürlich immer ein bisschen Vorsicht mit so Ferndiagnosen, aber der Mann ist Sportmediziner, der weiß eigentlich, von was er redet. So wie es aussieht, wäre das Kalenderjahr 2025 für Trent Alexander-Arnold erledigt. Das tut mir weh, sehr leid für ihn, vor allem ausgerechnet dann, wo er so ein tolles Spiel macht. Solche tolle Seitenwechsel, die Real Madrid unglaublich weiterhelfen. Denn das ganze Pressing von Athletic Bilbao hat er mit seinen Seitenwechseln ausgehoben. Und zwar, wenn Athletic Bilbao die Seite zumacht, kam sein Seitenwechsel. Die ganze Mannschaft von Bilbao musste wieder rüber verschieben. Madrid konnte wieder zurückspielen. Ja, Trent Alexander-Arnold hat das gemacht, wofür Real Madrid den gekauft hat. Er war quasi ein Vitinha als rechter Verteidiger. Tolles Spiel des Engländers. Bin ich gespannt, wie ein Xabi Alonso diesen Ausfall korrigieren wird oder ersetzen wird. Ich vermute mal ein Fede Valverde, denn der war tatsächlich im Mittelfeld gestern das schwächste Glied, meiner Meinung nach. Ja, wer war das stärkste Glied im Mittelfeld? Ich glaube, da streiten sich gestern ein Jude Bellingham und ein Eduardo Camavinga. Denn ja, genau das gleiche Schicksal, ausgerechnet an dem Abend, an dem er sein bestes Spiel macht, verletzt sich Eduardo Camavinga. Die Alarmglocken gingen wieder hoch, wir kennen die Verletzungsgeschichte des Franzosen und wir dachten, das darf doch nicht wahr sein. Allerdings etwas Entwarnung. Während des Spiels hieß es noch, Real Madrid befürchtet sehr Schlimmes. Inzwischen geben sie ein bisschen Entwarnung und sagen, es ist nur ein Schlag auf den Knöchel. Also ein Eduardo Camavinga könnte theoretisch relativ zeitnah wieder spielen. Da redet man vielleicht von 1 oder 2 Wochen. Naja, 1 oder 2 Wochen sind in dieser Phase der Saison trotzdem schlimm, weil das bedeutet direkt 3 bis 4 Spiele, die man verpasst. Ja, aber wie gesagt, das waren die einzig schlechten Aspekte des Spiels. Der Rest des Spiels war wunderbar, Real Madrid war wunderbar, das ist das Real Madrid, was wir sehen wollten. Meinen Respekt an Xabi Alonso. Die Auswechslungen, wie gesagt, hat er verletzungsbedingt gemacht, aber die haben Sinn ergeben für mich. Ein Trent Alexander-Arnold kommt raus, ein Asensio geht da rein, 1:1 Positionswechsel, ein Camavinga geht raus, ein Arda Güler kommt rein, 1:1 Positionswechsel. Das Einzige,
wo ich ein kleines Fragezeichen hintersetze. Er wechselt dann in der 80. Minute 3 Spieler. Finde ich gut. Ich will, dass er die 5 Spieler, dass er alle Auswechslungen ausnutzt. Für mich, anstelle eines Rodrigos, hätte ein Endrick endlich mal eine Chance verdient, besonders an so einem Abend, wo es rund läuft. Allerdings hört man aus Spanien, Xabi Alonso möchte kein Risiko, möchte keine Verletzung von einem Endrick riskieren. Der soll ja nach Lyon ausgeliehen werden und er möchte nicht, dass eine Verletzung dieser Laie im Weg steht. Naja, wie dem auch sei, sehr zufrieden als Madridista, sehr zufrieden mit dieser Leistung und ich hoffe, dass wir diese Leistung jetzt endlich einmal konstant über die nächsten Wochen sehen. Vor allem auch in den Auswärtsspielen. Im Santiago Bernabéu hat mich die Mannschaft schon oft so überzeugt wie gestern Abend. Ja, bevor ich mich verabschiede, komme ich jetzt noch zu der Einzelbewertung der Spieler. Ja, Thibaut Courtois, ich glaube, ich habe eben in meinem Monolog schon alles gesagt, was ich dazu sagen kann. Dieser Mann ist der beste Torhüter der Welt und ein Florentino Perez muss aufpassen, dass sein Berater nicht an der Tür klopft. Trent Alexander-Arnold sein bestes Spiel als Madridista. Militao und Rüdiger geben dieser Mannschaft eine ganz andere Stabilität, vor allem auch in der Luft. Wir waren in der Luft so anfällig. Gestern hat Athletic Bilbao hier und da mal geflankt, aber unsere Jungs hatten immer die Lufthoheit. Tolles Spiel von den beiden Innenverteidigern. Álvaro Carreras ist back. Endlich wieder ein rundum gelungenes Spiel des linken Verteidigers. Auch er war im Loch, wie die ganze Mannschaft. Gestern hat er sich teilweise den Ball gepackt und an 5, 6 Spielern vorbeigezogen, wo ich mir die Augen gerieben habe und gesagt habe, na endlich, da ist er ja wieder. Tolles Spiel. Im Mittelfeld möchte ich allen ein Kompliment machen. Tchouaméni ein gutes Spiel. Camavinga für mich mit Bellingham die besten Mittelfeldspieler gestern. Also tolles Spiel von beiden. Valverde war meiner Meinung nach noch das schwächste Glied, trotzdem ein gutes Niveau, aber von den Mittelfeldspielern noch der schwächste. Jude Bellingham hat mir gestern sehr, sehr gut gefallen. Der hat diese Präsenz gezeigt, die quasi nur er zeigen kann. Wie viele Zweikämpfe er gewonnen hat. Allgemein möchte ich euch eine Statistik zeigen. Nämlich, Bellingham hat 11 von seinen 13 Duellen gewonnen. Camavinga 11 von 12. Tchouaméni 7 von 12 und Fede Valverde 3 von 5. Also die Zahlen, insbesondere von Bellingham und Camavinga, sind von einem anderen Planeten. Aber genau das ist ja, was ich sage. Ein Bellingham, wenn er will, wenn man ihm den Platz gibt, kann er ein Mittelfeld dominieren. Und zwar hinten wie vorne. Sehr viele hohe Balleroberungen. Tolles Spiel des Engländers, muss ich sagen. Und vorne Vini Junior, vielleicht nicht seinen besten Abend, vor allem vorm Tor muss er effektiver werden. Ja, und Kylian Mbappé, der ist auf dem Weg zum Ballon d'Or, wenn die Mannschaft am Ende der Saison auch Titel holt. Aber das ist wahrscheinlich die beste Saison seines Lebens. Der absolute Leader. Sowohl das erste Tor als sein zweites, also das dritte für Real Madrid. Es gibt sehr wenige Spieler auf der Welt, die diese beiden Tore schießen können. Und vielleicht nur einen, der beide Tore schießen kann. Also wahnsinniges Spiel des Franzosen. Zu den Auswechselspielern muss ich sagen, ein Asensio hat mich positiv überrascht, hatte ein Nico Williams gut im Griff, ein Arda Güler hat sich nahtlos eingereiht in die tolle Leistung der Mannschaft, hat nur 20 Minuten gespielt und fast eine 7,0 bei Sofascore bekommen. Also tolles Spiel des jungen Türken und ein Xabi Alonso hat auch in der Pressekonferenz schon klar gemacht, dass das eine Entscheidung war für ein Spiel, weil er davor alles gespielt hatte, ein Eduardo Camavinga vorher auf der Bank saß. Naja, das Schicksal hat ja jetzt entschieden, dass Arda Güler die nächsten Wochen wieder spielen wird. Camavinga ist ja verletzt. Aber ich bin sehr froh, der hat eine gute Leistung abgeliefert. Von den anderen 3 waren ganz okay. Die Jungs, die in der 80. gekommen sind, haben sich reingeschmissen. Aber man merkt, ein Brahim und ein Rodrigo sind einfach nicht auf dem Niveau der anderen. Hoffen wir, dass sich das noch ändert. Ja. Das war meiner Meinung nach die Einschätzung der einzelnen Spieler. Ich bin gespannt, wie du das siehst. Lass mir deine Meinung zu dieser Mannschaftsleistung bitte in den Kommentaren und auch gerne zu den einzelnen Spielern. Wenn du schon mal da bist, sei so lieb, lass ein Like da, teile dieses Video. Wenn du noch kein Follow da gelassen hast, mach das und hypen. Wir sehen uns morgen wieder, hoffentlich wieder mit so einem Lächeln. Bis dahin. Hola Mari!